Hallo liebe Freunde, im letzten Film hatte ich euch ja hier in Bier- und Weinseligkeitsstimmung zurückgelassen. Ich hoffe, ihr seid wieder fit, nämlich zu unserer nächsten Etappe ab Miradolo Terme. Und das soll heute wirklich die spannendste Etappe der diesjährigen Tour sein. Und ich hoffe, ihr seid genauso neugierig und gespannt wie wir. Und deshalb soll es keine lange Vorrede geben. Lasst uns einfach aufbrechen zur nächsten Etappe. Frühmorgens sagt mir mein Bauch, höre auf den Reiseführer. Heute steht nämlich die Fahrt über den Po an und er rät dringlich, die Plätze auf der Fähre zu buchen. Stefania ruft für uns beim Fährmann an, zum Glück. Die Fähre fährt nur einmal am Tag 11 Uhr. Inzwischen ist es schon nach 9 Uhr, noch keine Taschen gepackt und reichlich 15 Kilometer weg bis dahin. Einfach nicht machbar. Und nun? Stefania weiß Rat. Sie holt ihr Auto und fährt uns. Allerdings so, wie sie sich auch sonst gibt, voller Temperament. Mit Inbrunst singend, laut fluchend und nebenbei erzählend. Letztlich fährt sie uns bis an das Ufer des Po. Und wir können uns nur ganz sehr bei ihr bedanken. Ohne Fähre wäre unser Plan für dieses Jahr an dieser Stelle gescheitert. So stehen wir am Po. Wirklich beeindruckend. Italiens größter Fluss. Jeder, der Kreuzworträtsel löst oder sich nur ein wenig für Geographie interessiert, kennt ihn. Und wir dürfen hier stehen. Mit uns wartet ein Pärchen, wie sich dann herausstellt, aus der französischen Schweiz. Allerdings spricht nur er einige wenige Worte Deutsch. Schließlich kommt der Fährmann Signore Parisi angebraust. Das Gepäck wird verladen und als alles verstaut ist, kommt zu guter Letzt Marco aus Mailand angeflitzt. Und los geht's zu dieser beeindruckenden Fahrt über diesen wundervollen Fluss. Diese Bucht, welche Signore Parisi ansteuert, ist der letzte von einst vielen Häfen, welche am Po existierten. Als wir schließlich das Ufer betreten, betreten wir gleichzeitig die nächste italienische Provinz, die Emilia-Romagna. Signore Parisi entpuppt sich schließlich als echter Entertainer und erzählt von der Geschichte dieses Platzes und Weges. Nur ist hier leider nicht die Möglichkeit, um alles wiederzugeben. Besonders schön, wir kommen aus 3 Nationen und fühlen uns dennoch nah. Jeder kann einige Worte in der Sprache des anderen und so übersetzen wir hin und her, bis jeder das Wesentliche versteht. Ein tolles Gefühl. Man ist zwar nur ein kleines Rädchen, dennoch ein Teil eines großen Ganzen und gehört dazu. Dann der Höhepunkt. Parisi hat ein Buch ausliegen. Jeder Pilger, der über den Po übergesetzt wurde, darf sich einschreiben. Seit 1998 wurden 8.510 Pilger, über 50% Ausländer, aus sage und schreibe 69 Nationen, davon 35 außereuropäischen, transportiert und durften sich verewigen. Wow, welch stolzes Gefühl, da mit dabei sein zu dürfen. Die Schweizer verschwinden relativ schnell. Marco hingegen entpuppt sich als ungemein lustig. Er erzählt beispielsweise, dass er dieses Jahr nur ein Stück zur Probe läuft und nächstes Jahr von Canterbury nach Aosta will. Auf unsere Frage, warum er nicht bis Rom geht, erwidert er lachend, was soll er als Italiener in Rom? Dabei schlürfen wir alle zusammen noch ein Bier und es gibt jede Menge zu lachen, trotz fehlender Sprachkenntnisse. Man muss nur wollen. Irgendwann müssen wir trotzdem Abschied nehmen. Es war ja nur eine ganz kurze Begegnung, dafür eine sehr innige. Dennoch merkwürdig. Nach diesem schönen Miteinander haben wir eigentlich alle 3 keine große Lust mehr zum Laufen. Zumal wir nur noch ein kleines Stück dem Po folgen und ihn dann ebenfalls verlassen müssen. So bummeln wir mehr oder weniger dahin und beschließen, wir legen uns ans Ufer und machen, ganz genau, gleich nochmal eine Pause. Doch nun, adieu, du schöner, stolzer Fluss, wir müssen zurück in den Staub der Landstraße. Auf uns wartet Calendasco, ein Ort mit großer Vergangenheit. Selbst unser großes Vorbild Bischof Sigerik hat hier übernachtet und viele nach ihm. Wir haben das ja auch vor. Nur, was ist denn das hier? Ist das ein neues Prinzip von selbsttragender Stromleitung?
besser schnell weiter. Vielleicht ist gerade jetzt der Moment, wo alles nachgibt. Über welch imposante Silhouette dieses uns vorher so unbekannte Kalendasko verfügt. Geschafft für heute, Kalendasko. Schnell geschaut, wo unsere Unterkunft ist und dann fallen wir aus allen Wolken. Auch Italien hatte eine Gemeindegebietsreform und wenn Kalendasko in der Adresse steht, dann muss es noch lange nicht der Hauptort sein. Für uns heißt das ganz praktisch, weitere 5 Kilometer laufen. Und es ist nicht nur warm, es ist drückend schwül und heiß. Der kühlende Schatten der imposanten Kirche kommt uns da gerade recht. Schwer beeindruckend die Burg von Kalendasko. Die Anfänge sollen auf das Jahr 1000 zurückgehen. Eigentlich müsste man viel mehr Zeit für Geschichte haben. Nur, dann kommen wir ja gar nie vom Fleck, weil es viel zu viel Historie gibt. Unser Ziel ist in Sichtweite, denn Cortrebia Nuova mit seinem sehr markanten Kirchturm liegt bereits vor uns und es sind noch knapp 2 Kilometer bis zu unserem Quartier zu gehen. Dann erreichen wir unseren Bauernhof. Wow, da haben wir ja wieder etwas sehr Nobles gefunden. Ralf und Jens wollen ausruhen. Ich schaue mich noch ein wenig um, denn in unmittelbarer Nähe unseres Hofes steht diese Ruine einer Kirche. Nur, was es damit für eine Bewandtnis hat, konnten wir leider nicht herausfinden. Schade eigentlich. Ja, liebe Freunde, die Geschichte, die jetzt folgt, die kann man nicht einfach nur erzählen, denn diese Geschichte lebt eigentlich von der Gestikulation. Und der Auslöser dieser Geschichte ist, ihr seht es am Horizont, das heraufziehende Unwetter, was von den Gipfeln der Apenninen hier zu uns in die Poebene herunterzieht. Ihr habt ja gesehen, wir sind hier auf diesem Bauernhof. Der nächste Ort ist ca. 3-4 Kilometer entfernt. Dort war eine Pizzeria. Eigentlich war es ja geplant, dass wir heute Abend dahin laufen, um dort Abendbrot zu essen. Denn hier auf unserem Bauernhof gibt es leider nur Frühstück. Ja, aber angesichts des Unwetters muss man wissentlich in so ein Wetter laufen. Wir haben lange diskutiert und haben beschlossen, nein, das muss man nicht. Was tun? Wir haben versucht, unseren Gastgeber, den Bauern, zu fragen, ob er für uns mal eine Pizza bestellt. Denn auch hier in Italien gibt es einen Lieferservice für Pizza, so wie wir das bei uns zu Hause auch kennen. Gesagt, getan, wir sind zum Bauern hin. Und nun ist das so eine Sache. Einige italienische Phrasen und wichtige Sätze hatten wir natürlich auswendig gelernt und die haben auch recht gut funktioniert. Das Problem ist nur, wenn man nur einige Sätze auswendig kennt, aber von der Grammatik keine Ahnung hat, dann klingt das eine oder andere, ob in der italienischen oder deutschen Sprache, doch sehr ähnlich. Wir hin zum Bauern, wir haben ihn gefragt, kannst du bitte für uns eine Pizza bestellen? Wir glaubten, dass er zu uns gesagt hat, nein, das mache ich nicht, aber meine Frau ist jetzt einkaufen, ich muss auf meinen Enkel aufpassen. Wenn meine Frau wieder da ist, dann fahren wir gemeinsam in die Pizzeria und sucht ihr euch die Pizza dort selbst aus. Gute Idee. Er hat uns inzwischen, solange seine Frau unterwegs war, seinen Bauernhof gezeigt. Wir hatten viel Spaß, haben gelacht, trotz der bescheidenen Sprachkenntnisse. Irgendwann kommt seine Frau zurück. Er räumt seiner Frau das Auto aus. Nachdem er fertig war, kommt er aus dem Auto raus und sagt wieder diesen Satz, von dem wir geglaubt haben, er heißt, wir fahren jetzt in die Pizzeria. Er blieb in der Haustür stehen. Wir haben unseren Vermieter angeschaut, der hat uns angelacht, kommt zu uns, lacht und dann geschieht Folgendes. Er nimmt seinen Autoschlüssel, nimmt die Hand von Ralf, drückt ihm den Autoschlüssel in die Hand, drückt seine Hand zu und macht diese Handbewegung. Ralf und ich, wir haben uns angeschaut, wir haben geglaubt, das ist nicht wahr. Er dreht sich um, lachend und macht, geht ins Haus, in der Haustür dreht er sich noch einmal um, lacht uns wieder an und macht wieder diese Handbewegung. Wir haben uns nur angeschaut, wir haben gedacht, so etwas kann es nicht geben. Wir beide sind der Überzeugung, in Deutschland wäre sowas völlig unmöglich gewesen. Ja, und so seht ihr uns jetzt in dem Auto unseres Vermieters sitzen und in die Pizzeria fahren. In der Pizzeria bemerken die Wirtsleute unsere neugierigen Blicke, laden uns ein, alles ganz genau anzuschauen und fordern uns sogar auf Fotos zu machen. So kommen wir nicht nur zu unserer Pizza, sondern durften einen Tag voller bemerkenswerter Menschen und genialen Begegnungen erleben.
Die Vermieter waren wirklich total genial. Entsprechend herzlich fällt die Verabschiedung aus. Da unsere Übernachtung näher an Piacenza lag als ursprünglich gedacht und geplant, haben wir eine ganze Menge Zeit gewonnen. So beschließen wir auch einmal ein Experiment zu wagen, nämlich vom festen Weg abzuweichen und über die Trebbia eine Furt zu benutzen. Denn das klingt nach wirklichem Abenteuer. Wir finden den Pfad zur Furt auch schnell, doch am Fluss angekommen müssen wir feststellen, sie ist wegen zu viel Wasser einfach nicht begehbar. Und nun? Natürlich wird nicht aufgegeben. Wir suchen und finden ein Stück weiter eine Möglichkeit zur Überquerung. Ralf ist zwar anfangs ein wenig skeptisch, dennoch akzeptiert er unseren Wunsch und schon haben wir unser gewünschtes und richtiges Abenteuer. Unglaublich, wir sind wirklich mitten im Fluss und so macht Pilgern erst richtig Spaß. Bis zu diesem kleinen Flutgraben. Trotz allergrößten Mühe, es gibt keine Chance drüber zu kommen. Zurückgehen kommt natürlich nicht in Frage. Was bleibt? Die einzige Möglichkeit quer über diesen Acker. Angekommen in der Stadt, stärken wir uns zunächst mit frischem Obst, erfreuen uns, dass selbst dieses Café für unsere Route wirbt und suchen als erstes unser Quartier. Und was entdecken wir als erstes? In der Nachbarschaft gibt's standesgemäß Süßwaren bei Hansel und Gretel. Na, wenn das nichts ist. Piacenza, welch eine Stadt. Schon zu prähistorischen Zeiten wurde hier gesiedelt. 218 vor unserer Zeit wurde sie römisch. Was danach alles folgte, sprengt eindeutig den Rahmen dieses kleinen Filmes. Genießen wir also die Bilder dieser wunderschönen Stadt.
Die Pilgeretappe selbst war zwar heute mehr als kurz, doch den ganzen Tag durch die Stadt zu laufen macht ziemlich müde. Also noch zu guter Letzt eine Pizza verspeist. Ja, liebe Freunde, jetzt ist es Zeit heimzugehen, denn der Tag war wirklich angefüllt mit Erlebnissen, mit vielen sehenswerten Dingen. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß daran und wünsche euch jetzt eine gute Nacht und ich hoffe, wir sehen uns morgen zur nächsten Etappe ab Piacenza wieder. Bis dahin, ciao!